Noch ein kleiner Einblick in eine fantastische Tradition bei Paris-Brest-Paris, das Finisher-Menü. Nach den ganzen Tagen und Strapazen auf dem Rad, völlig erschöpft und ausgehungert, kommt man dann im Ziel an, bekommt dann noch so einen Gutschein fürs Restaurant, in dem sich jetzt nun alle Fahrer versammeln, die gerade angekommen sind und genießen dann ein Finisher-Menü aus hervorragender traditioneller französischer Küche und können sich dann Geschichten von der Fahrt erzählen. Und man sieht dann auch einige Fahrer, die dann wirklich so übermüdet sind, so kaputt sind nach der Reise, die dann direkt nach dem Essen einschlafen oder ja, den Kopf nicht mehr gerade halten können. Da fängt die Schlange an. Und da geht sie weiter. Bis dahin das Zelt. Ja. Für die Essensmarke kriegt man ja ein Essen nach dem Rennen. Mal gucken, wie lange das dauert, bis die durch sind, weil die geht kaum voran, die Schlange. Also ich tippe mal, hier steht mal eine Stunde hoch. Aber was ist? Und ringsum werden Fotos gemacht, werden Nachrichten geschrieben, bin gut angekommen und sowas. Fotos gemacht wie da jetzt. Der ist so sickiger. Die freuen sich hier alle. Und es ist immer noch sehr warm. Viele bleiben nicht oder wollen wohl nicht im Zelt essen, sondern nehmen ihr Essen das hier auf der Wiese. Das ist nicht warm, obwohl diese Fenster da offen sind. Es wird also über eine Stunde dauern, bis ich dann ins Zelt komme, aber mit hervorragender Kulisse ringsherum. So ein Drittel der Schlange habe ich geschafft. Hier stehen Stühle rum. Die ist jetzt auch auf so einem Ding. Wo ich ausgeschlafen habe. Die meisten werden da hier gerade angekommen sein. Der ist schon eingeschlafen auf dem Stuhl. Der pennt da. Ja, und dann hat man den Anblick von diesen Fahrern wie ihm hier, der den Kopf nicht mehr gerade halten kann, der so müde ist, dass der nur noch ins Bett möchte. Also wirklich zu schön. Aber die meisten sind wohl auf, erzählen sich angeregt ihre Geschichten, sind sicherlich alle sehr froh, jetzt so gesund hier im Finisher-Bereich zu sein, zusammen noch dieses Essen zu haben, bevor sich dann irgendwann alle aufmachen. Das Essen war wirklich klasse, dafür, dass die hier in der Küche knappe 7000 Fahrer nun bewirten, die dann nacheinander über 2 Tage ins Ziel kommen. Und man kann sich dann ja, aussuchen, was man da essen möchte, bekommt auch reichlich und hat wirklich hervorragend geschmeckt. Oft sieht man dann, dass die Leute sich gruppieren, wahrscheinlich so ihre Landsleute aussuchen oder wenn sie in der Gruppe da waren, dann in der Gruppe am Tisch sitzen. Und der Platz im Zelt hat auch gereicht. Die Fenster an der Seite waren weit offen, es war ziemlich warm. Einige sind dann auch rausgegangen mit ihren Tabletts, haben dann draußen auf der Wiese ihr Menü verzehrt. Und hier der Australier, den ich auch 2019 getroffen habe, der auf dem Fixie fährt, der auch wieder völlig erledigt war und da auf dem Tisch einfach sich raufgelegt und geschlafen hat. Also wirklich sehr schöner Moment gemeinsam dort mit den Fahrern, die gerade angekommen sind.
nochmal gemeinsam zu essen. Und hier das Finisher-Menü, was ich mir ausgesucht hatte. Leider etwas unscharf, die Bilder. Und zum Schluss noch ein paar Fotos als Videoschau. Schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.